In diesem Video zeige ich dir, wie du diese Stoffhose hier nähst. Das ist eine etwas ausgestelltere und schickere Stoffhose, die auch mal nicht mit einem Gummibund vernäht wird, sondern einen richtigen Taillenbund hat mit Reißverschluss, mit Seitentaschen, mit Gürtelschlaufen. All das lernst du in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich bin übrigens Maria und auf meinem Kanal geht es darum, deine Kleidung selbst zu nähen. Du findest hier Schnittmuster und vor allem die Nähanleitungen dazu. Falls dir die Schnitte und die Nähanleitung gefallen und falls du vielleicht ab und zu auch mal auf der Suche nach kostenlosen Schnittmustern bist, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst oder das Video likest. Dann lass uns direkt einsteigen. Das brauchst du für diese kurze Stoffhose. Zum einen natürlich einen Stoff deiner Wahl. Auf die Stoffauswahl komme ich gleich nochmal zurück. Dann brauchst du ein Stück Bügeleinlage zur Verstärkung der Reißverschlussschnittteile und für den Bund. Ich nehme hier so eine ganz dünne Fließeinlage. Außerdem brauchst du einen 18 cm langen Reißverschluss. Ich nehme hier so einen Kunststoff-Reißverschluss, weil das am besten zu meinem Stoff passt, aber du kannst auch einen anderen Reißverschluss nutzen. Neue Nähnadeln, immer für ein neues Projekt, vor allem für ein aufwendiges Projekt wie dieses. Ein passendes Garn zum Stoff und einen kleinen Knopf passend zu deinem Stoff. Dann ist aber viel wichtiger, dass wir über das Material sprechen, beziehungsweise die Stoffempfehlung für das Schnittmuster. Denn da kann man einiges, nicht falsch machen, aber da kann ein bisschen was schief laufen. Ich möchte aber, dass die Hose am Ende wirklich gut passt und gut sitzt, denn das ist kein schnelles Schnittmuster. Man muss sich hier wirklich ein bisschen Zeit nehmen und es wäre schade, wenn es dann am Ende nicht passt. Was sich eigentlich am allerbesten eignet, vor allem im Sommer, ist ein richtig schöner, hochwertiger Leinenstoff. Ich habe zum Beispiel diese Hose hier aus Leinen genäht. Und die sitzt wirklich, true to size. Also deine Kaufgröße im Laden kannst du auf mein Schnittmuster übertragen. Hier ist noch eine andere Leinenversion aus so einem mintgrünen Stoff, die finde ich auch sehr schön. Dann kannst du die Hose auch aus einem leichten Baumwollstoff nähen. Und auch wenn wir hier generell mit Webware, also eher nicht elastischen Stoffen nähen, ist Baumwolle noch mal fester als Leinen. Das heißt, hier kann die Hose schnell ein bisschen eng werden. Siehst du in diesem Fall, das ist auch eine 36 und die ist mir hier oben, ehrlich gesagt, ein bisschen spack. Also ich fühle mich da so ein bisschen eingeengt mit. Deshalb ist es hier ganz wichtig, dass du da vielleicht eine Größe größer nähst und kleiner machen kann man das immer noch. Aber egal welche Größe du nähst und welchen Stoff du vernähst, einige Schnittteile müssen immer mit etwas Vlies verstärkt werden. Das sind die Schnittteile, die am Ende stark beansprucht werden, also hauptsächlich der Taillenbund, da kommt nämlich dann der Knopf rein und der braucht ja wirklich, der muss widerstandsfähig sein, der Stoff. Aber auch der Reißverschluss, da ist ja auch recht viel Spannung drauf, beziehungsweise wird der einfach häufig benutzt und muss deshalb viel aushalten. Ich nutze hier so eine ganz dünne, weiche Bügeleinlage. Die habe ich hier vor Ort gekauft, aber die entspricht in etwa der Flieseline H180. Achte einfach darauf, dass die Bügeleinlage nicht zu steif ist, denn es soll ja eine schöne, gemütliche Sommerhose werden. Ich gehe dann immer so vor, dass ich die Bügeleinlage erstmal auf den Stoff aufbügel, bevor ich die Schnittteile zuschneide. Schneide dann die entsprechenden Schnittteile schon mit der Fließeinlage zu. Und wo wir den Bund jetzt in der Hand haben, bereite ich den direkt vor, damit es später schneller geht. Ich bügel den Bund jetzt erstmal der Länge nach ab. Und jetzt markiere ich mir die Nahtzugabe, damit ich gleich die Nahtzugabe auch 1 cm umbügeln kann. Das kannst du aber auch ganz einfach mit einem hitzebeständigen Lineal machen, das geht noch einfacher. Den Bund kannst du dann erstmal zur Seite legen. Und bevor wir jetzt mit dem Nähen beginnen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du alle deine Stiche vorher testest. Und zwar an einem Reststück von dem Stoff, den du jetzt gleich vernähen wirst. Und dann lass uns mit der Anleitung beginnen. Wir starten mit dem Reißverschluss. Ich habe die Bügeleinlage jetzt schon hier auf diesem Reststück aufgebügelt, das sieht man sehr schlecht im Video. Und jetzt kann ich daraus die Schnittteile zuschneiden. Den rechten Beleg, den kannst du jetzt schon mal links auf links an den Knipsen entlang längs falten und dann abbügeln. Außerdem brauchen wir natürlich einen Reißverschluss. Ich nehme hier so einen Kunststoff-Reißverschluss, weil ich das für die leichten Stoffe in meinem Fall für mein Schnittmuster am schönsten finde. Der kann auch ruhig ein bisschen zu lang sein, das ist gar nicht schlimm. Das können wir am Ende abschneiden. Und dann können wir auch schon mit der Nähanleitung beginnen. Dafür lege ich als erstes die beiden Vorderteile rechts auf rechts aufeinander. Als erstes schließen wir vorne die Schrittnaht und zwar vom Knips die Rundung runter bis zum Rand. Nutz dafür erstmal deine Nähmaschine. Falls du eine Overlock hast, dann kannst du die später einsetzen. Aber jetzt werden alle Nähte erstmal mit der Nähmaschine vernäht.
Du siehst, ich habe hier genau am Knips angesetzt, also stichgenau am Knips und dann runtergenäht. Generell ist es sehr wichtig, dass du in den ganzen Schritten stichgenau nähst. Also wenn du einen Knips siehst, dann sollten die Stiche wirklich genau dort ansetzen bzw. aufhören, damit am Ende alles richtig passt. Und dann starten wir auch schon den Reißverschluss einzunähen bzw. beginnen mit dem Stecken. Dadurch, dass die beiden Vorderteile schon verbunden sind an der Schrittnaht, muss ich den Reißverschluss zwischen die beiden Schnittteile stecken. Ich beginne mit dem rechten Vorderteil und lege mir den Reißverschluss rechts auf das rechte Vorderteil. Das Ganze stecke ich mir mit Nadeln fest. Du siehst, ich stecke das rechte Vorderteil so, dass der 1 Zentimeter, der da übersteht, da wo der Reißverschluss angebracht wird, auch weiterhin überstehen bleibt. Da kannst du dich auch wieder an den Knipsen orientieren für die richtige Positionierung des Reißverschlusses. Und fürs Nähen ist es einfacher, wenn du den Reißverschluss öffnest. Das habe ich jetzt hier noch nachträglich gemacht und meine Nadeln nochmal angepasst. Und dann geht es an die Nähmaschine. Du siehst, ich nähe hier mit einem ganz normalen Nähfüßchen, also du brauchst nicht unbedingt ein spezielles Reißverschluss-Nähfüßchen. Ist natürlich gut, wenn du eins hast, aber gerade bei den Kunststoff-Reißverschlüssen geht es auch super mit dem normalen Nähfuß. Du siehst, ich nähe hier knappkantig zum Reißverschluss hin, also nicht mittig, sondern knappkantig Richtung Reißverschluss. Und jetzt nähst du runter, bis du die Markierung des Reißverschlusses erreicht hast. Und das ist nämlich dieser 1 cm Vorsprung, den du in dem Schnittmuster siehst. Und der markiert jetzt auch, wo der Reißverschluss aufhören sollte. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt nehme ich mir den rechten Beleg, den ich am rechten Vorderteil anbringe. Ich lege den Beleg rechts auf das Vorderteil bzw. auf den Reißverschluss. Der Reißverschluss ist jetzt zwischen den beiden Lagen. Du siehst hier, dass die beiden Knipse vom Beleg und von der Hose genau aufeinandertreffen. Das stecke ich mir jetzt mit ein paar Nadeln fest. Um den Beleg jetzt anzunähen, möchte ich genau über die Naht nähen, die wir vorher schon genäht haben. Fortgeschrittene NäherInnen könnten das natürlich direkt in einem Schritt machen, aber ich fand es jetzt einfacher, das in 2 Schritten zu erklären. Deshalb drehe ich das Schnittmuster jetzt einmal um und nähe genau über die vorherige Naht, in der wir den Reißverschluss angenäht haben. Und wenn du das gemacht hast, dann sollte dein Reißverschluss jetzt so aussehen. Als nächstes kannst du deine Overlock zur Hand nehmen oder alternativ einen Zickzackstich deiner Nähmaschine, um die offenen Kanten zu versäubern. Die gerade Strecke des Belegs, die versäubere ich zusammen mit der Nahtzugabe des Vorderteils. Die kurze Strecke des Belegs wird einzeln versäubert, also nur der Beleg an sich. Außerdem werde ich jetzt auch noch die Rundung von der Schrittnaht ebenfalls versäubern. So sieht das jetzt aus. Gerade die Rundung, das kann ein bisschen tricky sein, also nimm dir da ruhig Zeit und wenn da 1-2 mm nicht versäubert sind, dann ist das auch kein Weltuntergang. Du siehst, hinten habe ich die Nahtzugabe zusammen mit dem Beleg versäubert. Der Reißverschluss ist quasi in der Naht verschwunden und die kurze Strecke habe ich einzeln versäubert. Und jetzt öffne ich den Reißverschluss wieder und werde jetzt den Reißverschluss knappkantig am rechten Vorderteil absteppen. Unten angekommen, klappe ich dann die Nahtzugabe von der Rundung ein kleines bisschen zurück, um wirklich bis nach unten hin abzusteppen. Das sieht jetzt so aus. Und jetzt nehme ich mir den linken Beleg und lege den rechts auf das linke Vorderteil, also quasi in das linke Vorderteil hinein, denn die beiden Vorderteile sind ja schon geschlossen. Das stecke ich mir mit ein paar Nadeln fest. Das Ende des Belegs sollte genau an der vorherigen Naht enden, also da sollte sich nichts einkräuseln, sondern der Beleg sollte flach aufliegen. Jetzt nähe ich den Beleg an das linke Vorderteil und zwar wieder mit einem Geradstich. Mit deiner neuen Naht wirst du wahrscheinlich auf die allererste Naht treffen, die Schrittnaht. Und da ist es nur ganz wichtig, dass du eher ein bisschen schmaler, also vielleicht ein bisschen weniger Nahtzugabe nimmst, zum Beispiel 0,8, als zu viel. Du solltest nämlich nicht breiter als die erste Naht werden, denn dann könnte sich die Hose von vorne kräuseln. Deshalb entweder triffst du genau auf die Naht oder ein bisschen davor.
Hier siehst du jetzt schon, habe ich den Beleg angenäht und unten ist es jetzt ein bisschen schwierig, da mit dem Nähfüßchen bis ganz nach unten zu nähen. Deshalb habe ich die Hose nochmal rausgezogen aus meiner Nähmaschine, gewendet und nähe jetzt nochmal von unten hoch bis zum Ende meiner Naht. Und so kann ich sicherstellen, dass der Beleg wirklich von oben bis unten sauber befestigt ist. Bügel den Beleg jetzt einmal an der Naht um und jetzt kannst du auch hier den Beleg wieder knappkantig an der Nahtzugabe absteppen. Und jetzt kannst du den linken Beleg und hier diese kleine Aussparung auch nochmal mit der Overlock abnähen oder mit einem Zickzackstich an deiner Nähmaschine. Dreh die Hose jetzt einmal auf rechts und schau, ob alles so passt, ob wirklich alles schön aufeinander liegt und steck dir das Ganze jetzt mit einer Nadel fest. Also so wie du den Reißverschluss am Ende final haben möchtest, sollte die Nadel das jetzt fixieren. Dann kannst du die Hose auf links wenden und jetzt können wir nämlich von links die linke Seite des Reißverschlusses am linken Beleg feststecken. Mit der Nadel von vorne verhindern wir, dass sich der Reißverschluss von hinten verzieht und dann vielleicht von vorne nicht mehr passt. Die Nadeln gehen aber nur durch den linken Beleg und den Reißverschluss, nicht durch das Vorderteil. Jetzt kannst du den Reißverschluss vorsichtig von vorne öffnen und ihn dann an den linken Beleg annähen mit einem Geradstich. Für dich als Orientierung, der linke Teil des Reißverschlusses sollte ungefähr mittig auf dem Beleg aufliegen. Das sollte sicherstellen, dass der Reißverschluss dann am Ende von vorne auch wirklich passt, nichts zu lang oder zu kurz ist oder sich verzieht. Und von vorne sollte die Hose jetzt so aussehen. Wir haben keine Wellen, keine Falten. Der Reißverschluss schließt ganz sauber. Sollte irgendetwas nicht geklappt haben oder du stellst fest, dass da irgendwas nicht passt am Reißverschluss, dann musst du die Naht nochmal auftrennen und den letzten Schritt wiederholen. Jetzt geht es an die typische Steppung, die man auf den Hosen vorne sieht. Und die zeichnen wir uns jetzt an mit einem Trickmarker. Ich habe hier so einen Kreidestift und da kannst du dir entweder das Schnittmuster zur Hilfe nehmen oder das so ein bisschen freestylen, wie ich das hier mache. Grundsätzlich kannst du dich aber oben am Knips orientieren, da geht's los und du solltest unten am Reißverschluss enden mit der Naht. Und die Steppung kannst du jetzt mit einem Geradstich nähen. Achte darauf, dass die wirklich nur durch den Beleg und das Vorderteil geht und dass du nicht aus Versehen noch den zweiten Beleg erwischst. Lass dir für die Steppung ruhig ein bisschen Zeit und mach das mit Ruhe. Immerhin wird man das immer von vorne sehen, deshalb sollte die wirklich schön ordentlich sein. Meine Steppung ist jetzt fertig, so sieht das jetzt aus. Und wenn du die Hose auf links drehst, wirst du sehen, dass der zweite Beleg dann noch so rumhängt. Und den wollen wir jetzt mit einer zweiten kleinen Naht noch befestigen. Das heißt, wir nähen jetzt nochmal über die erste Steppung drüber, aber nur so, dass wir den zweiten Beleg damit einschließen. Das heißt, die neue Naht, das wird wirklich eine ganz kurze Naht, wo wir nur nochmal den Beleg mit absteppen. Und das sieht jetzt so aus. Jetzt ist dein Reißverschluss auch schon fast fertig. Du siehst, ich habe ja einen etwas längeren Reißverschluss und deshalb habe ich jetzt hier nochmal mit ein paar Stichen den Reißverschluss fixiert. Denn im nächsten Schritt nehme ich mir die Schere und kürze den einfach so, wie ich den brauche, beziehungsweise wie er dann auch nicht nervt. Und das wäre unter dem Beleg. Es ist ganz wichtig, dass du das vorher abnähst, damit sich der Reißverschluss nicht jetzt nach oben hin auflöst und du den dann nicht mehr zubekommst. Deshalb immer unbedingt vorher abnähen und dann abschneiden. Und damit ist der Reißverschluss fertig. Wir machen weiter mit den Hosentaschen. Die rechte Stoffseite der Tasche habe ich wieder mit Kreide markiert und ich lege jetzt hier den unteren Taschenbeutel rechts auf die Hose.
Hier nähe ich jetzt mit einem Geradstich oben vom Knips bis zum unteren Knips. Lass dich hier nicht verwirren, ich habe hier noch eine alte Version genäht. Du kannst hier wirklich nur mit 1 cm Nahtzugabe nähen und nicht wie ich hier mit 2 cm. Als nächstes schneide ich die Nahtzugabe an dem Knips bis zum Ende der Naht ein. Also dass wirklich genau mit dem Knips dort endest, wo deine Naht aufhört. Das hilft uns gleich im weiteren Verlauf, die Nahtzugabe bzw. die Hose ordentlich weiter zu vernähen. Jetzt kannst du die Tasche und die Hose auf rechts drehen und das Ganze am besten einmal abbügeln und dann kannst du die Taschenklappe knappkantig an der Nahtzugabe der Hose feststeppen. Das sieht am Ende einfach ordentlicher aus. Achte aber darauf, dass du nicht über den Knips hinaus nähst, das ist mir nämlich hier passiert und dann fängt der Stoff bzw. die Taschenklappe an, sich unten einzukräuseln und das sieht nicht schön aus. Deshalb musst du hier wirklich stichgenau nähen. Ich habe jetzt hier nochmal 2 Stiche aufgetrennt und das Ganze dann nochmal verriegelt, damit das einfach schön passt und ich sauber weiternähen kann. Wenn du dann an der Stelle genau genäht hast, dann kannst du die Nahtzugabe nämlich problemlos nach innen bzw. außen falten und dann ganz einfach weiternähen. Das siehst du jetzt hier, am Anfang war es noch ein bisschen eingekräuselt und jetzt kann ich die Nahtzugabe ordentlich umfalten, umbügeln und das stecke ich mir jetzt nochmal mit einer Nadel fest. Und so ordentlich sollte das jetzt aussehen. Also du solltest wirklich deutlich die 1 cm Nahtzugabe erkennen, ohne irgendwelche gekräuselten Ecken. Die Hose wende ich jetzt und nehme mir die obere Taschenklappe und lege diese rechts auf die untere Taschenklappe. Ich stecke mir die beiden Taschenklappen jetzt ringsherum mit Nadeln fest. Achte wirklich immer darauf, dass alle Knipse genau aufeinander treffen. Und wenn das alles gut festgesteckt ist, dann kannst du die Tasche mit deiner Overlock ringsherum abnähen. Ich würde dir empfehlen, das erst mit deiner normalen Nähmaschine zu nähen und dann nur mit der Overlock abzunähen. Schon fertig, ich habe mir die Taschenklappe wieder oben am Bund festgesteckt, einfach damit sie jetzt beim weiteren Nähen nicht verrutscht. Und da das ja eine Buntfaltenhose ist, müssen wir auch am Vorderteil noch die Falten legen. Das zeige ich dir jetzt hier noch, wie das geht. Du findest vorne 2 Knipse und die legst du einfach aneinander und dadurch entsteht diese Falte. Achte darauf, dass die Falte auf beiden Seiten in die gleiche Richtung zeigt. Das stecke ich mir mit einer Nadel fest und von hinten befestige ich dann auch noch die Tasche an der Falte, damit alles schön hält für den nächsten Schritt. Bereite jetzt im nächsten Schritt das Rückteil vor, genauso wie du das Vorderteil genäht hast. Schließ erst die Mittelnaht rechts aufeinander, einmal mit einem Geradstich und dann mit der Overlock abnähen und dann schließ noch die Abnäher. Die werden eigentlich auch genauso gelegt wie die Falten. Der Unterschied ist nur, dass die Abnäher von oben, vom Knips bis runter zum Ende des Abnähers abgenäht werden mit einem Geradstich, damit die auch so bleiben. Und jetzt kannst du dir das Rückteil deiner Hose nehmen und das rechts auf das Vorderteil legen. Orientiere dich jetzt wieder genau an den Knipsen und steck dir das Rückteil auf dem Vorderteil gut fest. Und da kannst du jetzt mit deiner Nähmaschine und 1 cm Nahtzugabe ganz genau abnähen. Auch hier würde ich dir wieder empfehlen, erst mit der Nähmaschine zu nähen und das Ganze dann nur mit der Overlock abzunähen. Schließ jetzt noch die Beininnennaht und dann sieht das Ganze doch schon aus wie eine Hose. Und jetzt machen wir weiter mit den Gürtelschlaufen. Die müssen nämlich noch vorbereitet werden, bevor wir sie einsetzen können. Das geht aber ganz easy. Hier siehst du das Schnittteil für die Gürtelschlaufen. Nähe die einfach einmal der Länge nach ab und falte die offene Kante dann nach innen um. Steppe das lange Schnittteil dann zweimal von außen mit einem Geradstich ab. Platziere die Gürtelschlaufen jetzt auf der Hose. Auf dem Schnittmuster siehst du, wo du sie platzieren kannst. Kannst aber auch optional dorthin setzen, wo du möchtest. Und befestige die Gürtelschlaufen jetzt mit einer kleinen Hilfsnaht innerhalb der Nahtzugabe, also zum Beispiel mit 0,5 cm Nahtzugabe. Nur damit es jetzt nicht verrutscht im nächsten Schritt. Jetzt ist an der Zeit, deine Hose anzuprobieren, falls du das nicht schon gemacht hast. Schau dir jetzt genau an, ob alles gut sitzt, vor allem ob die Hose nicht zu weit ist, denn jetzt wäre auch der Zeitpunkt, wo du vielleicht hinten noch ein bisschen weiter rausnehmen kannst. Denk dann aber daran, dass wenn du hier weiter rausnimmst, dass du das dann auch am Bund anpassen musst. Und jetzt befestigen wir den Bund an der Hose. Nimm dir dafür das Schnittteil für den Bund und nochmal zur Erinnerung, das Schnittteil ist mit Flieseline verstärkt und die langen Seiten habe ich 1 cm umgebügelt. Ich lege die kurzen Seiten rechts aufeinander und schließe die Seite mit einem Geradstich, aber ich ende genau an meiner Bügelfalte. Und so sieht das jetzt aus. Jetzt kürze ich hier noch die Nahtzugabe, damit ich das Ganze besser wenden kann und damit hier die Ecke schön spitz wird. Wende den Bund jetzt auf rechts
Und dann kannst du den Bund auch schon rechts auf rechts an der Hose befestigen. Ich nähe hier genau in dieser Bügelfalte, die wir uns vorher markiert haben. Die sollte also noch deutlich zu erkennen sein. Am Ende angekommen, nähe ich genau bis zu unserer ersten Naht, also die kurze Naht, wo wir die kurzen Seiten geschlossen haben. Und damit sieht das doch schon sehr nach einer Hose aus. Der nächste Schritt wird jetzt ein bisschen tricky. Nimm dir hier wirklich ausreichend Zeit zu nähen. Ich falte den Bund jetzt um die offene Kante der Hose. Der Bund wird jetzt im Nahtschatten genäht. Das bedeutet, wir befestigen die Rückseite, indem wir nochmal über die erste Naht drüber nähen, aber von der rechten Seite, nicht von links. Um da richtig die Rückseite zu treffen und sicherzustellen, dass der Bund auch wirklich von hinten mit eingenäht wird, stecke ich mir das Ganze richtig gut mit Nadeln fest. Ich schaue auch immer auf der Rückseite, ob ich da wirklich den Bund erwische, und sobald das gut festgesteckt ist, kannst du jetzt einmal im Nahtschatten ringsherum den Bund annähen. Und jetzt nähen wir das Knopfloch bzw. den Knopf. Das ist ehrlich gesagt meine unliebste Aufgabe, weil dieses Knopfloch einfach sehr, sehr oft misslingt. Ich hoffe, das ist bei dir anders. Ich habe dafür so ein Füßchen an meiner Nähmaschine und markiere mir da jetzt genau, wie breit das Loch sein muss. Aber wie genau das an deiner Nähmaschine funktioniert, musst du im Handbuch nachlesen, weil das ist an jeder Nähmaschine anders. Sei nur vorsichtig, wenn du das Knopfloch dann mit deinem Nahtauftrenner öffnest. Wäre ja schade, wenn die Hose jetzt noch beschädigt wird. Und yay, jetzt hast du es fast geschafft. Jetzt nur noch den Saum abnähen. Ich mache das immer so, dass ich die offene Kante mit der Overlock bzw. einem Zickzackstich abnähe und ihn dann umschlage und abbügle und von außen knappkantig abnähe. Das sieht einfach super ordentlich aus und passt auch sehr gut zum Schnitt. Falls du eine Version mit Gürtelschlaufen genäht hast, dann musst du die Gürtelschlaufen jetzt noch mit ein paar kleinen Stichen oben am Bund befestigen. Ich hoffe, die Hose gefällt dir und sie ist so geworden, wie du sie dir wünschst. Ich hoffe, sie passt. Falls dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du das Video likest oder sogar den Kanal abonnierst. Und so findest du hier auch mal kostenlose Schnittmuster, aber so verpasst du auf jeden Fall kein neues Video. Falls du Fragen oder Anregungen hast, lass das auch gerne in den Kommentaren da. Vielleicht hast du ja auch ein paar Tipps für Leute, die jetzt auch die Hose nähen möchten. Das ist immer ganz schön, wenn da so ein Austausch stattfindet. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du eins meiner Schnitte genäht hast. Das bedeutet mir sehr viel und freue mich, wenn wir bald wieder zusammen nähen. Wir sehen uns, bis bald.